Hallo! Auch wenn in der letzten Zeit nicht allzu viel los war auf dem Kanal, möchte ich doch die Tradition beibehalten und mit ein paar persönlichen Bemerkungen auf das vergangene Jahr zurückblicken. Zum einen was den Kanal betrifft, aber auch YouTube allgemein. Herzlich willkommen auf Technik selbst erlebt. Zur Tradition gehört auch, dass Fehler, wenn sie dann auftreten, korrigiert werden. Und da gibt es diesmal tatsächlich was zu berichtigen. Es betrifft allerdings ein Video aus dem letzten Jahr. Offensichtlich hat das Thema Lambda-Diode einige zu eigenen Experimenten angeregt. Allerdings nicht mit ganz den gleichen Ergebnissen. Das ist nicht verwunderlich, denn bei der Kennlinie, die ich aufgenommen hatte, ist der Maßstab etwas verrutscht oder ich habe falsch umgerechnet. Die dargestellten Ströme sind um den Faktor 10 zu hoch. Also der Spitzenwert liegt nicht bei etwa 45 mA, sondern nur zwischen 4 und 5 mA. Also nicht wundern, wenn ihr das selbst ausprobiert, das ändert aber nichts an den Anwendungsmöglichkeiten. Auch in diesem Jahr hat sich die Zahl der Stammgäste auf diesem Kanal weiter vergrößert und die überwiegende Zahl der Reaktionen auf die Videos war sehr positiv. Auf den Rest will ich nicht schon wieder in aller Ausführlichkeit eingehen. Es wird immer einige geben, die nur rumstenkern wollen. Da kann man nichts machen, außer ignorieren. Unter anderem hat sich auch mein Freund vom letzten Mal wieder gemeldet, dem damals ein 17-Minuten-Video viel zu kurz war. Offenbar hat er immer noch nicht verstanden, dass es nicht auf Masse ankommt. Diesmal meinte er, ein Video wäre nicht vollständig. Das ist ein Kommentar, den könnte ich unter jedes Video schreiben. Egal wie viel erzählt wird, mir würde mit Sicherheit immer noch was einfallen, was man dazu sagen könnte. Ich habe ja auch nie den Anspruch auf Vollständigkeit erhoben, im Gegenteil. Ich selektiere vorher genau, was in das Video kommt und was ich weglasse, weil es sonst einfach den Rahmen sprengt und den Zuschauer überfordern oder mehr verwirren würde. Nicht umsonst bekommt man bei einer Master- oder Bachelorarbeit Punktabzug, wenn man sich nicht an das Limit hält und zu viel schreibt. Man will ja auch überprüfen, ob jemand in der Lage ist, auf den Punkt zu kommen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, statt viel zu reden, ohne was zu sagen. Vor allem mit 2 Videos in diesem Jahr habe ich auf diverse Fake-Informationen aus dem Netz reagiert. Zum einen die Zitronen-LED und die teils aberwitzigen Videos, was Antennen angeht. Hier soll man ja angeblich Wunderdinge erreichen, wenn man diverse Alltagsgegenstände in die Antennenbuchse steckt. Dass es solche Videos gibt, ist ja die eine Sache. Erschreckend finde ich nur, wie viele Leute es gibt, die das wirklich glauben und solchen Kanälen folgen. Hier, 8,5 Millionen Klicks in einem Jahr. Wer nur etwas technischen Verstand besitzt, sollte darauf nicht reinfallen. Eine viel größere Gefahr geht meiner Meinung nach von den auf den ersten Blick seriös wirkenden KI-generierten Dokumentationen aus. Mit Intelligenz hat KI recht wenig zu tun. Im Grunde reiht sie nur Wörter aneinander, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit aufeinander folgen. Vom Inhalt der Information hat die KI keine Ahnung. Sie kennt auch nur die Informationen, mit der man sie gefüttert oder angelernt hat. Durch entsprechende Fragestellung kann man sie schnell dazu bringen, sich selbst zu widersprechen. Sicher ist die KI in der Lage, eine viel größere Menge an Informationen zu verarbeiten, als ein Mensch das in der gleichen Zeit könnte. Aber wirklich was Neues erfinden? Für jemanden wie mich, der nicht besonders gut zeichnen kann, ist es faszinierend zu sehen, mit welcher optischen Qualität KI-Bilder erzeugt werden können. Mal abgesehen von den noch typischen KI-Fehlern, wie Menschen mit 3 Armen oder 6 Fingern, hat sie absolut keine Vorstellung von den Bildinhalten und kann damit keine authentischen Bilder produzieren. Die Bilder sind sehr gut für Science-Fiction-Romane, aber bei historisch korrekten Darstellungen versagt sie. Besonders gruselig finde ich die monotonen, blutleeren KI-Stimmen, wie man sie mittlerweile in vielen Videos und auch Werbespots hört. Für mich immer ein Grund abzuschalten. Wie kommt man auf die Idee, den Text durch eine KI vorlesen zu lassen? Dass viele mittlerweile nicht mehr richtig lesen und schreiben können, das ist ja bekannt, aber wie es aussieht, können einige nicht mal mehr sprechen. YouTube verlangt zwar, dass solche Videos gekennzeichnet werden, aber ob das immer funktioniert oder der Zuschauer überhaupt darauf achtet, ist fraglich.
Bleiben wir noch etwas beim Thema YouTube. Ganz groß beworben wird jetzt die Premium-Mitgliedschaft. Man möchte also möglichst viele Abonnenten. Und die Frage ist, warum? Mit den Werbeeinnahmen hat YouTube bestimmt nicht schlecht verdient. Als Creator bekommt man ja auch etwas von den Premium-Beiträgen ab, als Ausgleich zu den Werbeeinnahmen. Aber der Anteil an den Gesamteinnahmen ist verschwindend gering. Das kann jetzt zwei Dinge bedeuten. Entweder ist die Anzahl der Premium-Mitglieder wirklich so klein, oder YouTube kann jetzt einen größeren Anteil für sich behalten, was das lukrativer macht. Von den Werbeeinnahmen bekommen die Creator ja 55%. Wie groß der Anteil bei Premium ist, kann man nicht nachvollziehen, weil man feste monatliche Einnahmen nicht mit Klickzahlen vergleichen kann. Die andere Überlegung, die ich dann hatte, war, dass man dasselbe versucht wie bei Amazon Prime. Erst mit Werbefreiheit locken und dann irgendwann sagen, ihr bekommt jetzt doch wieder Werbung eingespielt und wer das nicht will, muss aufstocken. Kaum zu Ende gedacht, hat mich dann die Realität eingeholt. Für nur 6 € im Monat gibt es jetzt Premium Lite. Ein bisschen bezahlen, ein bisschen Werbung. YouTube macht also das Gleiche, nur umgekehrt. Sie haben aus dem Fehler von Amazon gelernt und machen das Ganze als Downgrade. Jeder sollte sich aber genau überlegen, ob so ein Abo Sinn macht. YouTube will sich da beides sichern, monatliche Festbeiträge und Werbeeinnahmen. Als weiteres Argument für die Premium-Mitgliedschaft will YouTube für Mitglieder HD-Videos mit höherer Bitrate, also in besserer Qualität ausspielen, wobei sie angeblich den normalen Usern nichts vorenthalten. Auch das ist fraglich. Zunächst muss das Video ja in der entsprechenden Qualität vorliegen. Und wenn normale Zuschauer das Video nicht in der Originalqualität sehen können, enthält man ihnen sehr wohl etwas vor. Also mal sehen, wie sich das entwickelt und was dabei rauskommt. Ja, wie geht's weiter? Ich würde sagen, das hängt auch von euch ab. Macht Vorschläge. Die großen Grundlagenthemen haben wir eigentlich durch. Größere Projekte meinerseits stehen derzeit nicht an und die werde ich auch nicht unbedingt nur für so ein Video machen. Wenn ich aus Neugier selbst was ausprobiere und experimentiere, werde ich euch natürlich dabei sein lassen. Ich habe aber auch noch ein paar andere Sachen im Kopf, die ich neben diesem Kanal machen möchte. Was ich vielleicht noch auf dem Schirm habe, sind alte Tonaufzeichnungstechniken. Die Frage dazu ist schon ziemlich lange her. Genutzt wird das ja nur noch von Freaks, aber genau deshalb sind ja bestimmte Dinge, die früher jeder Schallplatten- und Tonbandamateur wusste, mittlerweile nicht mehr so bekannt, wie diese Frage hier zeigt. Sagt eure Meinung dazu und macht ruhig weitere Vorschläge. Ja, ein schwieriges Jahr geht zu Ende, was ich vor einem Jahr auch schon angedroht hatte. Hoffen wir auf Besserung im nächsten Jahr und dass mehr Menschen wieder ihren eigenen Verstand nutzen. Darauf stoße ich mit euch an und wünsche euch alles Gute. Prost!